Guten Tag, liebe Freunde. Elden und ich möchten uns heute mit einer gleichermaßen einfachen wie tiefschürfenden Frage beschäftigen. Warum verstehen wir uns eigentlich, unsere Hunde und wir? Warum können unsere Hunde bei der Ausführung von Aufgaben unsere Körpersprache, unsere Worte und unsere Blicke deuten und darauf reagieren? Und warum mögen wir uns? Warum führen unsere Hunde komplizierte, häufig auch anstrengende Übungen durch, wenn häufig der einzige Lohn darin besteht, geherzt zu werden? Ein Wolf würde das niemals tun. Eine Katze tut, was sie will, und wir dürfen manchmal mitmachen. Die Beziehung zwischen Mensch und Hund ist einzigartig. Unsere Hunde können viel. Und was sie können, geht weit über die ursprüngliche Nutzung in der Jagd hinaus. Über den klassischen Einsatz in der Jagd hinaus werden Hunde heute zur Rettung, als Blindenhunde und in der Therapie eingesetzt. Dabei bewahren sie Leben, wie in dieser Rettungsszene in Nepal. Wir treiben vielfältige Sportarten mit den Vierbeinern, so unterschiedlich wie die Wasserarbeit und das Dogdancing. Und nicht zuletzt sind sie millionenfach treue Begleiter in der Familie. Unsere Vierbeiner können viel. Sie meistern schwierige Aufgaben Seite an Seite mit uns. Warum ist das so? Und warum in dieser Komplexität und Tiefe nur beim Hund? Zuerst schauen wir uns kurz die Modelle der Verhaltensforschung an, die das Handeln unserer Vierbeiner beschreiben. Danach werden wir besprechen, welche evolutiven Geschehnisse und biologischen Ursachen für die Entwicklung der Mensch-Hund-Beziehung Pate gestanden haben. Am Anfang der Verhaltensforschung stand das traditionelle Schema der Konditionierung nach Pawlow. Demzufolge folgt der Hund stets einem triebgesteuerten Reiz-Reaktionsschema, wie hier in diesem klassischen Experiment, bei dem die Reaktion, Speichelfluss, durch einen natürlichen Reiz, das Futter, hervorgerufen wird. Dann wird stets parallel zur Futtergabe eine Glocke geläutet. Der natürliche Reiz wird damit an das Läuten der Glocke gekoppelt. Der Hund wird konditioniert. Am Ende tut es dann auch die Glocke alleine. Er arbeitet nach dieser Sichtweise nach einem relativ starren, aber stabilen Programm. Wir machen uns das zunutze, wenn wir das Lösen einer Aufgabe an die Gabe eines Leckerchens koppeln. Das Apportieren eines Dummies bedarf keiner Konditionierung, da es den Jagdtrieb des Hundes unmittelbar anspricht. Diese Sichtweise ist nicht falsch, beschreibt aber nur einen kleinen Teil der Hundewelt. Es fehlt etwas ganz Wesentliches, nämlich die Verarbeitung der im Leben gemachten Erfahrungen im Kopf des Hundes. Dies ist im kognitiven Modell des Verhaltens der ungarischen Gruppe um Csányi und Miklósi viel besser abgebildet. Anstelle des Reiz-Reaktionsschemas treten in diesem Modell 3 Dinge. Erstens die breite Wahrnehmung der Umwelt, all dessen, was den Vierbeiner interessiert, ihm in einer konkreten Situation Freude oder Angst bereitet. Dann zweitens als zentrales Element ein Bezugssystem im Gehirn, welches die erblichen Einflüsse, die Erfahrungen der Vergangenheit und die momentane Situation integriert. Hier wird beim Hund beispielsweise das Wissen um die richtige Ausführung einer Übung eingespeist, aber auch ein möglicherweise unangenehmes Erlebnis am jetzigen Übungsort in der Vergangenheit. Und beides zusammen, die aktuelle Wahrnehmung und die Interpretation durch das Bezugssystem im Kopf, rufen eine Aktion hervor, die manchmal nach unseren Wünschen ausfällt und manchmal nicht. Hier sind wir dann als Mensch im Team gefragt, unsere Wünsche an diesen Hund in dieser Situation ihm gegenüber klar zu artikulieren. Der Hund denkt mit, salopp gesagt, und beide im Team sind gefordert.
Nach diesem kleinen Exkurs in die beschreibende Verhaltensforschung kehren wir zurück zur zentralen Frage: Was befähigt ihn dazu mitzudenken? Und warum können wir uns im Mensch-Hund-Duo verständigen durch Worte, Körpersprache und Augenkontakt? Um dies zu verstehen, müssen wir auf eine Zeitreise gehen, in die gemeinsame Vergangenheit, als Eis noch weite Teile der Erde bedeckte, Mammuts und Großkatzen in Eurasien umherstreiften und wir Menschen in Höhlen lebten und unsere Eindrücke in wunderbarer Felsmalerei festhielten. Beginnend mit der letzten Eiszeit vor 25.000 Jahren haben sich Wölfe und Menschen zueinander gesellt, wie ich es euch in meinem Video Genetik 3, wo alles begann, beschrieben habe. Zuerst haben sie nur sehr rudimentär und in kleinen Gruppen voneinander profitiert. Quasi etwas Futter gegen etwas Schutz. Der frühe Mensch hat dann wahrscheinlich Kanidenpopulationen mit ihm günstig erscheinenden Eigenschaften gezielt ausgewählt und weiterentwickelt. Schrittweise und über sehr lange Zeitverläufe haben die sich entwickelnden Menschen und ihre ersten Hundetypen dann einander verständlich gemacht. Wir sagen, der Wolf als Wildtier wurde domestiziert, wurde schrittweise zum Haustier Hund. Aber was heißt domestiziert? Lässt sich das in der Biologie des Hundes festmachen? Der erste elementare Schritt war sicherlich der Verlust der Angst und Aggression beim Wolf. Ein Experiment hierzu müsste die 25.000-jährige Geschichte des Wolfes zum Hund in ein Forscherleben komprimieren. Es ist so aus vielen Gründen nicht machbar, aber der Fuchs hilft aus und erhält in einem einzigartigen Experiment die Dunkelheit um die Domestizierung. 1959 wurde in sibirischen Pelztierfarmen ein Zuchtprogramm begonnen, mit dem Ziel, aus aggressiven, bissigen Silberfüchsen eine zahme Variante zu züchten. Über viele Fuchsgenerationen und über einen Zeitraum von 60 Jahren wurden ständig weniger aggressive Füchse miteinander verpaart, wie links im Bild dargestellt. Im Kontrollarm des Experimentes, rechte Seite, wurden die normal aggressiven Tiere weitergekreuzt. Anfangs waren die Erfolge in der Zahmgruppe mager, aber plötzlich traten einzelne Tiere auf, die leicht mit dem Schwanz wedelten und die Hände von Menschen beschnupperten und leckten. Beides keine wildtiertypischen Verhaltensweisen. Die Ergebnisse dieses langen Experimentes sind hochinteressant, teilweise erstaunlich. Einige physiologische Befunde sind aufgrund der Selektion nicht überraschend. So ist in der Zahmgruppe das Stresshormon Cortison im Grundzustand und bei Aufregung reduziert. Aber selbst dieses leicht erklärbare Ergebnis dürften wir nicht als selbstverständlich abhaken. In nur einem Menschenleben ist aus einem wilden, uns aus gutem Grund feindlich gesonnenen Tier eine Art Haustier geworden. Ich sage bewusst eine Art Haustier, denn das kooperative, empathische Verhalten unserer Hunde ist immer noch eine andere Liga. Die erstaunliche und für unser Thema hochinteressante Beobachtung ist die verbesserte kommunikative Fähigkeit mit uns Zweibeinern. So haben die zahmen Füchse gelernt, unsere Hinweise auf verstecktes Futter zu verstehen und ihre Freude durch Vokalisierung auszudrücken. Und hier müssen wir uns noch einmal ins Gedächtnis rufen, dass die Selektion lediglich auf Zahmheit, also fehlende Aggression, erfolgte. Die kommunikativen Leistungen haben sich mitentwickelt. Warum? Wird weiter das große Thema in der Erforschung der Domestizierung in den nächsten 20 Jahren sein. Letztlich haben sich, auch wieder als Begleit- oder Folgeeffekt der Selektion auf Zahmheit, anatomische Veränderungen ergeben, wie sie typischerweise nur bei Haustieren und nicht bei ihren wilden, nächsten Verwandten auftreten. Und hier machen wir den Sprung zurück zum Hund. Die hier dargestellten Beobachtungen machen wir auch beim Hund, im Vergleich zu seinem Wildtierpendant, dem Wolf.
Dies werden wir in den nächsten Folgen noch näher betrachten. Und wir werden auch erörtern, welche biologischen Ursachen die komplexen Veränderungen haben angesichts einer nur einfachen Selektion auf Zahmheit. Aber für heute ist es genug. Wir fassen noch einmal für euch zusammen. 2 Dinge sind wichtig. Erstens, bei einfachen Dingen, einfachen Aufgaben kann das Verhalten des Hundes durch Konditionierung, durch eine Kopplung an einen natürlichen Reiz gesteuert und erklärt werden. Bei komplexeren Aufgaben gebraucht der Hund seine Fähigkeit mitzudenken. Zweitens, die heutige Mensch-Hund-Beziehung ist das Ergebnis eines gemeinsamen evolutiven Weges, der in der Eiszeit begann. Ein wichtiger Schritt, der erste sehr wichtige Schritt war, dass der Wolf auf dem Weg zum Hund, zum Verstehen, seine Angst verloren hat und seine Aggression verloren hat. Dies hat das Zusammenleben, wie wir es heute kennen, überhaupt erst möglich gemacht. In der nächsten Folge, liebe Freunde, werden wir dann betrachten, wie der Hund mit uns zusammenarbeitet, wie er unsere Blicke, unsere Körpersprache und unsere Worte interpretiert, welche Zentren im Gehirn er dazu benutzt und wie all dies zu einem gemeinsamen Erfolg führt. Hoffentlich seid ihr wieder dabei. Wir freuen uns drauf.